wenn ich euch sage, hück Jonnig mit euch und lure mir die Painted Ladies an, was würdet ihr euch darunter vorstellen? Ein schönes Gemälde von 3 ehrbaren Damen oder vielleicht so ein wahnsinniges Bodypainting. Falsch, alles verkehrt. Die Painted Ladies, das sind nämlich Häuser, die sehr hübsch angemalt bzw. dekoriert wurden. Und das jammer wir uns hück anlore. Grimsby ist eine kleine Stadt mit ca. 32.000 Einwohnern, irgendwo auf dem Weg zu den Niagarafällen. Eine von diesen Orten, an denen man ganz entspannt vorbeifahren könnte und denkt, nee, gleich kommen die großen Wasserfälle, kein Sick für Kleinstadtromantik. Aber genau das ist ein Fehler. Denn Grimsby hat was, das Niagara Falls definitiv nicht hat. Die Painted Ladies. Herrlich bemalte Häuserfassaden, die schon beim ersten Hinsehen gute Laune machen. Ganze Straßenzüge verwandeln sich hier in eine Freiluftgalerie mit Murals, verspielten Verzierungen und liebevollen Details, die man am besten in aller Ruhe entdeckt. Wer hier einfach nur vorbeifährt, der verpasst eindeutig den halben Spaß. Hinzu kommt, dass Grimsby auch noch direkt am Ontariosee liegt. Im Sommer kann man hier wunderbar baden und in den übrigen Jahreszeiten lädt ein schöner Spazierweg entlang des Wassers zum Durchatmen, Schlendern und Aussicht genießen ein. Ja, man fragt sich natürlich, wie kommt man auf so eine Idee, dass man das Haus so bunt anmalt und dekoriert und verziert. Wahrscheinlich ist das im Winter totlangweilig, sterbenslangweilig. Und dann habe ich sich gedacht, Mensch, lassen wir uns jetzt überlegen. Ja, und da hat einer angefangen und bup, alle hinterher, ne? Ja, ist aber lustig. Also ich finde das wunderschön. Ich täte direkt einziehen. Ja, fast. Die Painted Ladies von Grimsby haben ihren Ursprung Mitte der 1980er Jahre und es begann tatsächlich mit einer einzigen Person. Der Dachdecker Ed Giernut zog damals in ein rund 150 Jahre altes Cottage am Auditorium Circle Nummer 26 ein und dachte sich, ja, historisch, ja, langweilig, ne. Und so verpasste er dem Häuschen einen Anstrich mit einer ausgesprochen mutigen Farbpalette und verzierte alles mit verschnörkeltem Knusperhäuschenholzwerk. Seinem Nachbarn William Taylor gefiel das Ganze und er entschied sich, sein Haus ebenfalls zu verschönern. Die beiden hielten sich kein bisschen mit alten Bauplänen, historischen Vorlagen oder „das hat man früher aber so gemacht" Regeln auf. Stattdessen wurde erfunden, ausprobiert und fröhlich drauf losgestrichen. Frei nach dem Motto, also wenn schon renovieren, dann aber mit Fantasie. Der Effekt ließ nicht lange auf sich warten. Die Nachbarn schauten rüber, schauten nochmal und griffen schließlich selbst zum Pinsel. Bald machten auf dem Auditorium Circle und in den umliegenden Straßen, wie der Temple Lane, immer mehr Häuser mit. Nach und nach entstand so ein Viertel, das sofort Kindheitserinnerungen weckt. Bunt, verspielt und voller Fröhlichkeit. Inzwischen sind die bunten viktorianischen Knusperhäuschen eine echte Sehenswürdigkeit, ein Symbol für lokalen Stolz und viele von ihnen stehen sogar unter Denkmalschutz nach dem Ontario Heritage Act.
Der Begriff Painted Ladies, der wurde übrigens 1978 erfunden, und zwar von den Autoren Elizabeth Pomada und Michael Larson für ihr Buch Painted Ladies, San Francisco's Resplendent Victorians. Gemeint waren prachtvolle viktorianische und edwardianische Häuser in San Francisco, die sich mit einer einzigen Farbe schlicht nicht zufrieden geben wollten, sondern gleich 3 oder mehr brauchten. Motto: wenn schon streichen, dann mit Überzeugung. Mehr Farbe, mehr Drama, mehr Wow. In Grimsby wurde der Name später liebevoll übernommen. Der Stil ist dort allerdings ein bisschen freier interpretiert. Weniger Großstadtglamour, mehr Märchenhaus-Charme. San Francisco zeigt sich dabei eher im eleganten Abendkleid und Grimsby kommt im fröhlichen Sommerkleidchen mit Schleife und guter Laune. Und genau deshalb passt der Name so gut. In beiden Fällen jedes und dasselbe Prinzip. Alltagsarchitektur, die sich traut, richtig Farbe zu bekennen.